Nach langer Zeit willkommen zurück in Mondes Küche. Oder, naja, Küche ist vielleicht etwas übertrieben. Meine eigentliche Küche sieht nämlich gerade so aus. Ich habe ja letztes Mal schon erwähnt, dass ich mich gerade im Umzug befinde und die neue Küche braucht leider noch fast 2 Monate, bis sie hoffentlich geliefert wird. Deshalb muss ich mich heute mit dem hier zufrieden geben. Aber ich bin sicher, wir kriegen das irgendwie hin. Da ich auch im Badezimmer spülen muss, versuche ich den Einsatz von Geschirr und Töpfen und so weiter etwas zu reduzieren. Heute deshalb etwas sehr Einfaches, aber auf jeden Fall auch sehr Leckeres. Es gibt heute Burger. Und ich glaube, dazu brauche ich nicht viel erzählen. Ich zeige euch einfach, wie ich ihn mache. Natürlich kann man den belegen, wie man möchte. Ich zeige euch heute eine Version von mir. Los geht's! Los geht's natürlich mit dem Patty. Und da mache ich einfach ein paar Gewürze und Kräuter dran. Auch hier natürlich alles optional. Thymian mache ich ein bisschen dran. Rosmarin habe ich hier gemahlen. Auch ein bisschen dran. Dann habe ich hier Zwiebelpulver. Zwiebel. Knoblauch, dasselbe. Nicht zu wenig. Dann habe ich hier, weil ich es geschenkt bekommen habe, Henslers eigenes schnelle Nummer Fleischgewürz. Da sind auch einige leckere Sachen drin, unter anderem Paprika, die ich sonst dran gemacht hätte. Ein bisschen Pfeffer, den ich auch sonst dran gemacht hätte. Und noch mehr. Dann mache ich noch einen Schuss Olivenöl dran. Dann würde ich eigentlich Tabasco dran machen, das mache ich aber später in die Soße mit rein, weil ich die Pfanne mit jemandem teile, der kein Schaf mag. Und dann das Ganze vermengen. Das Fleisch ist übrigens Rind. Nachdem das Ganze gut vermengt ist, lasse ich es auch noch ein bisschen stehen, damit sich so ein bisschen der Geschmack durchs Fleisch zieht. Und was ich natürlich noch vergessen habe, das wäre jetzt schlimm gewesen, wenn ich das nicht noch bemerkt hätte, Salz. Gut salzen. Dann mache ich ein Söschen und zwar aus Avocado. Damit wird nachher der Burger beschmiert und die soll ein wenig pikant werden. Das, was ich in den Patty an Schärfe nicht reinmachen konnte, das mache ich jetzt in die Soße. Da kommt ein Spritzer Zitrone dran, nicht so viel wie ich es bei einer Guacamole sonst machen würde, bloß für so ein bisschen Säure. Dann ein bisschen scharfe Soße und Salz natürlich. Und dann geht's los. In ein bisschen Olivenöl werden die Patties angebraten. Beim Formen der Patties aufpassen, dass man es nicht zu flach drückt, sonst wird es nachher zu fest. Und während das Ganze brät, tue ich jetzt Speck mit dazu. Kann dann auch schon sich ein bisschen zusammenziehen. Das dürfte ein guter Punkt sein, die Burger zu drehen, also die Patties. Und dann in den Fleischsaft noch lecker Zwiebelringe. Der Herd wird leider nicht ganz so heiß, wie ich es gerne hätte, aber das Fleisch dürfte jetzt gleich soweit sein. Der Speck könnte natürlich gerne noch ein bisschen krosser werden, aber ich fürchte, das wird in der Pfanne hier nichts. Zwiebelchen sind aber schön weich geworden. Man sieht, die kriegen auch ein bisschen Röstaromen, nehmen so ein bisschen den Fleischgeschmack an. Das wird lecker. Deshalb an dem Punkt lege ich jetzt etwas Schmelzkäse auf das Fleisch. Zack. Und das kommt dann auch raus. Und der Käse schmilzt dann alleine durch die Hitze von dem Fleisch noch etwas runter.
Speck und Zwiebeln raus aus der Pfanne. Und in diesem fleischigen Fett wird jetzt der Burgerbun geröstet. Dafür habe ich hier Brioche. Es wird ein bisschen eng für alle Seiten, aber das wird schon. Und das nimmt jetzt hier richtig schön wie ein Schwamm, saugt das leckere Fleischfett auf. So. Hier sieht man schon und man hört vielleicht, dass es tatsächlich ein bisschen kross gebraten wurde. Dann kommt das raus. Der hier kann noch ein bisschen. Leider scheint momentan keine Aufnahme möglich zu sein, ohne irgendwelche technischen Schwierigkeiten. So hat dieses Mal meine Kamera leider entschieden, nicht aufzunehmen, wie ich den Burger zusammenbaue. Deswegen habe ich mich gestern, ein paar Tage später, dazu entschieden, nochmal Burger zu machen, um den Zusammenbau filmen zu können. Das heißt, wenn das Fleisch jetzt ein bisschen anders aussieht, das liegt daran, dass ich dieses Mal gemischtes Hack genommen habe. Letztes Mal war es nur Rind. Und ich habe dieses Mal den Käse vercheckt, also nicht wundern, wenn auf dem Patty kein Käse ist. Den habe ich im Nachhinein noch dazu gepackt. Also, weiter geht's. Aus dem Thema Reihenfolge oder Anordnung der Zutaten machen manche Leute eine Religion. Für mich ist es eigentlich relativ simpel. Das erkläre ich jetzt mal. Einmal eine Soße tue ich für gewöhnlich auf die obere Seite, weil wenn es rausquatscht und es wird rausquatschen, dann kann es immer noch an der Seite am Patty entlang runterlaufen, anstatt direkt runter zu tropfen und alles einzusauen. Das ist also schon mal Step Number 1. Und dann läuft es ganz pragmatisch ab. Das heißt, alles, was irgendwie durch die Gegend fliegen könnte und deshalb einfach ein bisschen Gewicht braucht von oben, um es festzuhalten, das kommt nach unten. Und da ist jetzt der Salat. Ich nehme einen Rucola-Salat, der gibt nochmal so ein bisschen was Herbes dazu und der hat so eine angenehme Senfnote, die man natürlich auch durch Senf bekommen könnte, die ich jetzt hier durch Rucola bekomme. Und es schmeckt einfach interessanter als der langweilige Eisbergsalat, den die meisten auf ihren Burger legen. Dann kommen die lecker mit angebratenen Zwiebelchen, die jetzt richtig schön den Fleischgeschmack angenommen haben. Ein bisschen verteilen. Auch die, wie man sieht, liegen nur so locker auf, brauchen also so ein bisschen die Masse von oben. Genauso jetzt noch obendrauf einmal rohe Zwiebelringe. Die haben noch einfach nochmal so ein bisschen mehr Biss, so ein bisschen diese zwiebelige Schärfe, die sie mit reinbringen. Dann kommt unser schöner Speck. Den halbiere ich einmal. Und dann kommt die Masse, das Gewicht der Patty. Da oben drauf dann unser Deckel. Einmal schön andrücken und guten Appetit! Und so sieht das Ganze dann fertig aus. Natürlich die Beläge wieder, alles optional, sowie zum Beispiel für viele diese eingelegten Gurken hier ein absolutes Muss wären. Ich esse sie lieber nebenbei, aber jetzt wollen wir natürlich noch probieren. Einmal für die Kamera versuche ich jetzt mal einhändig hier, damit ich nichts voll klecker. Los geht's. So sieht's aus. Da ist das Fleisch. Schön durchgegart, trotzdem noch weich. Die Soße ist geil. Avocado gibt so eine leichte Fruchtigkeit, dazu aber ein bisschen scharfer Punch. Und der herbe Rucola viel besser als so ein langweiliger Eisbergsalat. Und nebenbei, guten Appetit, viel Spaß beim Nachmachen oder wie auch immer ihr eure Burger macht. Und bis zum nächsten Mal. Es wird jetzt wahrscheinlich noch mal eine Weile so weitergehen, dass die Rezepte ein bisschen einfacher sind, ein bisschen weniger Geschirr brauchen, weil die Küche halt noch nicht da ist. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß, ich auf jeden Fall. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder Karten, nicht vergessen, danach wird wieder gekocht. Bis dahin.